Zwei Menschen, derselbe glühende Tag, dieselben 40 Grad. Der eine ist abends ein gereiztes, ausgelaugtes Wrack. Der andere wirkt seltsam frisch, fast unbeeindruckt. Kein Zufall, kein Glück, kein besonderer Körper. Der Unterschied liegt einzig darin, was die beiden den Tag über getan haben. Denn Hitze ist ein Test und die meisten Menschen fallen jedes Jahr aufs Neue durch, ohne zu wissen, dass sie überhaupt geprüft werden. Sie kämpfen gegen die Hitze, statt mit ihr zu spielen. Sie machen genau die Dinge, die alles schlimmer machen und nennen es dann einfach Sommer. Kluge Menschen machen es anders. Nicht, weil sie mehr aushalten, sondern weil sie verstanden haben, wie dieses Spiel funktioniert. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Bleib dran, denn am Ende kennst du die kleinen Stellschrauben, die darüber entscheiden, ob ein heißer Tag dich umhaut oder einfach an dir abperlt. Fangen wir bei dem an, was die meisten sofort falsch machen. Dem Wasser. Klingt banal, ist aber der größte Hebel überhaupt und kaum jemand zieht ihn richtig. Die meisten trinken erst, wenn sie Durst haben. Das klingt logisch, ist aber ein Denkfehler. Denn Durst ist kein Frühwarnsystem. Durst ist eine Quittung. Wenn du Durst spürst, bist du innerlich längst im Minus. Dein Körper meldet das Problem erst, wenn es schon da ist, nicht bevor es entsteht. Kluge Menschen warten deshalb nicht auf das Durstsignal. Sie trinken vorbeugend, über den ganzen Tag verteilt, in kleinen Schlucken, bevor der Körper überhaupt Alarm schlägt. Und sie wissen noch etwas, das die meisten übersehen. Bei Hitze verlierst du mit dem Schweiß nicht nur Wasser, sondern auch Salze und Mineralien. Wer dann literweise reines Wasser hinterherkippt, verdünnt seinen Körper regelrecht und fühlt sich danach noch matschiger. Eine Prise Salz im Essen, etwas Obst, eine Brühe. Das hält das System im Gleichgewicht. Das ist der erste Unterschied. Die einen löschen den Brand, wenn es schon lichterloh brennt. Die anderen sorgen dafür, dass es gar nicht erst Feuer fängt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und der hat mit Zeit zu tun. Die meisten Menschen behandeln einen Hitzetag wie jeden anderen Tag. Genau das ist der Fehler. Sie legen ihre wichtigsten Aufgaben, ihren Sport, ihre Erledigungen mitten in die brüllende Mittagsglut. Sie kämpfen gegen die Sonne an, auf ihrem absoluten Höhepunkt. Kluge Menschen weichen aus. Sie verschieben das, was Energie kostet, in die kühlen Randstunden. Früh am Morgen, wenn die Luft noch frisch ist. Spät am Abend, wenn die Glut nachlässt. Sie machen sich einen uralten Trick zunutze, den ganze Kulturen in heißen Ländern seit Jahrhunderten leben. Die Siesta, die Mittagsruhe, ist keine Faulheit, sie ist intelligente Anpassung. Während die einen sich um 2 Uhr durch die Hitze quälen und sich wundern, warum nichts klappt, ruht der Kluge und schlägt 2 Stunden später mühelos zu. Es geht nicht darum, mehr zu kämpfen. Es geht darum, im richtigen Moment zu handeln. Der Tag hat kühle Fenster. Nutze sie, statt gegen die heiße Wand zu rennen. Der dritte Unterschied spielt sich dort ab, wo du ihn am wenigsten vermutest. In der Nacht. Denn der heiße Tag entscheidet sich oft schon in der Nacht davor. Die meisten lassen tagsüber alles offen, Fenster auf, Rollläden hoch, weil sie denken, das bringt frische Luft. In Wahrheit laden sie die ganze Hitze in ihre Wohnung ein. Kluge Menschen machen das genaue Gegenteil. Nachts und früh am Morgen wird gelüftet, solange es draußen kühler ist. Tagsüber wird abgedunkelt und alles dicht gemacht. Sie behandeln ihre Wohnung wie eine Thermoskanne. Erst die Kühle einfangen, dann die Hitze aussperren. Eine simple Reihenfolge, die ganze Grade ausmacht. Und sie wissen, warum Schlaf bei Hitze so heikel ist. Damit du einschläfst, muss deine Körpertemperatur leicht sinken. Das ist das biologische Startsignal für den Schlaf. In einem aufgeheizten Zimmer passiert dieses Absinken nicht. Du liegst wach und wälzt dich, weil dein Körper das Signal zum Runterfahren nie bekommt. Deshalb hilft der Kluge nach. Eine lauwarme, keine eiskalte Dusche vor dem Schlafen. Dünne Decke, leichte Kleidung. Alles, was dem Körper hilft, abzukühlen. Eine eiskalte Dusche fühlt sich kurz herrlich an, bewirkt aber das Gegenteil.
Der Körper heizt danach gegen die Kälte an. Lauwarm ist klüger, es senkt die Temperatur sanft und nachhaltig. So bekommt der Kluge echten Tiefschlaf, während die anderen nur flach und zerrissen dösen. Und mit jeder erholsamen Nacht startet er den nächsten Tag im Plus statt im Minus. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der die Klugen am deutlichsten vom Rest trennt. Und das ist kein Trick mit Wasser oder Rollläden. Es ist eine Haltung. Lass uns dafür kurz in die dunkle Ecke leuchten, denn die unterschätzte Gefahr der Hitze ist nicht der Schweiß oder die Müdigkeit. Es ist der eigene Stolz. Die meisten Menschen behandeln Hitze wie einen Gegner, den man durch Willenskraft besiegt. Augen zu und durch. Schwäche zeigt man nicht. Man funktioniert einfach weiter. Genau diese Haltung wird bei extremer Hitze gefährlich, denn dein Körper sendet Warnsignale. Kopfschmerzen, Schwindel, dieses dumpfe, schwere Gefühl. Und der Stolze ignoriert sie alle. Das Tückische ist, dass dein Urteilsvermögen bei Überhitzung selbst nachlässt. Das Werkzeug, mit dem du merken müsstest, dass es kritisch wird, ist genau das, was die Hitze gerade lahmlegt. Du bemerkst nicht, wie schlecht es dir geht, weil das Bemerken Energie braucht, die du nicht mehr hast. Du läufst einfach weiter, immer näher am Limit, ohne es zu spüren. Und deshalb erwischt es bei Hitze oft ausgerechnet die Falschen, die Fleißigen, die durchziehen, die sich nicht hinlegen, weil ja noch etwas zu erledigen ist. Der kluge Mensch hat hier einen entscheidenden Vorteil. Er hat seinen Stolz aus der Gleichung genommen. Er weiß, gegen die Physik gewinnt niemand durch Sturheit. Er gibt sich selbst die Erlaubnis, an heißen Tagen weniger zu leisten. Und genau das ist die eigentliche Intelligenz. Nicht mehr aushalten, sondern klüger nachgeben. Er streicht, was nicht heute sein muss. Er sagt das eine Treffen ab, das ihn bei 40 Grad nur ausgelaugt hätte. Er plant den Tag bewusst kleiner und schämt sich nicht dafür. Während die anderen ihre letzten Reserven verheizen, um sich nichts anmerken zu lassen, schont der Kluge seine Kräfte. Und steht am Abend noch, wenn der Rest längst zusammengeklappt ist. Denn am Ende geht es um genau das. Um deine Reserven. Hitze ist ein Räuber, der dir leise und unbemerkt Energie aus den Taschen zieht, Stunde um Stunde. Kluge Menschen sind nicht zäher als der Rest. Sie sind nur bessere Buchhalter ihrer eigenen Energie. Sie wissen, wann sie investieren und wann sie sparen müssen. Fassen wir es zusammen. Sie trinken vorbeugend, nicht erst aus Verzweiflung. Sie handeln in den kühlen Stunden, statt gegen die Mittagsglut zu rennen. Sie verwandeln ihre Wohnung in eine kühle Höhle, sie helfen ihrem Schlaf aktiv nach und vor allem, sie geben sich die Erlaubnis, kürzer zu treten. Nichts davon ist kompliziert. Nichts davon kostet Geld. Es sind nur kleine, bewusste Entscheidungen, die sich über einen heißen Tag zu einem riesigen Unterschied summieren. Und genau hier wird es interessant. Denn diese Fähigkeit, auf die eigenen Reserven zu achten und rechtzeitig kürzer zu treten, hört nicht beim Wetter auf. Es ist dieselbe Fähigkeit, die darüber entscheidet, ob du im Leben ausbrennst oder im Gleichgewicht bleibst. Die meisten Menschen können es nicht. Sie funktionieren einfach weiter, bis nichts mehr geht. Und das ist die eigentliche Gefahr. Nicht der eine heiße Tag, sondern die schleichende Erschöpfung, die zum Dauerzustand wird, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Du gewöhnst dich so sehr daran, auf Reserve zu laufen, dass du den Unterschied zu echter Erholung verlernst. Und von außen sieht niemand, wie leer du in Wahrheit bist. Genau diese stille, gut versteckte Erschöpfung, die niemand erkennt und die du selbst kaum noch spürst, schauen wir uns im verlinkten Video an. Dort geht es darum, wie du merkst, dass es dir schlechter geht, als du zugibst, und wie du in 3 klaren Schritten wieder herausfindest. Schau es dir an, es ist der ehrliche nächste Schritt.